Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zum neuesten Fall, The Fallen Idol, das gefallene Idol. Schauen wir uns mal an, was der Fall hier so zu bieten hat. So, kurze Intro-Sequenz hier. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. Okay. How was that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. So, ja, dann heiße ich euch nochmal recht herzlich willkommen hier. See you later, fellas. Try not to work Nicht too zu hard. hart arbeiten. Ah, eine kleine Spitze. Okay, ja, nochmal herzlich willkommen hier zum neuesten Fall. Das wird, glaube ich, auch der letzte Fall hier im... wo sind wir hier? Im Verkehrsdezernat sein. Danach werden wir hoffentlich endlich mal zu den richtig starken Fällen kommen. Und, Problem ist, also ich habe den Part hier, oder den Fall schon mal aufgenommen. Nicht komplett, aber den ersten Part hiervon. Und ich habe ihn wieder von der Festplatte gelöscht. Ganz, ganz clever. Und deswegen werden wir uns hier mal ein bisschen beeilen und mal schauen, was das Ganze hier zu bieten hat. So, Unfallstelle. Oh, 10 vor 8. Okay, also wir haben ja in der Intro-Sequenz gesehen, dass da irgendeiner da am Auto rumgefummelt hat. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Naja. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent Hello, Enrique. middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, you'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Die geht hart ran, ne? Werden wir gleich mal sehen. Aber zuallererst werden wir natürlich den Tatort begutachten. Ja, ja. So, dann wackeln wir mal hier runter. Ach, da müssen wir lang. Okay. So, wie gesagt, ich habe den schon mal gespielt. Aber hier gibt es auch nicht allzu viele Hinweise zu entdecken. So, da ist er. Okay. Schauen wir uns mal hier um. Da haben wir erstmal ein Kennzeichen. Gut. Okay, das hilft uns jetzt nicht weiter. Hat er wahrscheinlich irgendwie verloren, als er hier in den Busch ist. Der Baum hat ein paar Äste verloren. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, was da hinten so liegt. Okay, ein dreckiger, zerrissener Schlüpfer. Been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. Okay, gehört also der kleinen Lady. Samenspuren. Schnell wieder weglegen. So, dann gucken wir uns mal die Handtasche an hier. Haben wir einen kleinen Brief. So, liebe Jessica, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Okay, du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Okay. Sie ist weit weg von zu Hause. Und die Eltern machen sich Sorgen. Verstehe ich gar nicht. Okay. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch die Tür. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Okay, wenn man entspannt ist, sind die Verletzungen weniger schlimm. Ist das so, ja? Wahrscheinlich nicht so viel Blut rausschießt, wa? Okay, was haben wir hier noch? Irgendwo was? Ich glaube, das war's hier auch schon.
hier sieht er also so dasselbe. Hier können wir uns nochmal umgucken, aber hier ist nichts weiter. Quatschen wir mal mit ihm. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Kleiner Witzbold. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Sehen wir die Abdrücke? What's it made from? Ja. Plaster of Paris would be my first guess. Okay. Then painted. Ein bemalter So we can rule out the murder angle? Gips-Schrumpfkopf. No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Aha. Whoever did it wanted Hat the... wahrscheinlich der ominöse Mann da zwischengeklemmt. Wie auch immer er das gemacht hat mit diesem Schrumpfkopf. Okay, gut. Das war's dann hier. Das war unsere Melodie. Dann sprinten wir mal wieder hoch hier. Wir haben noch keine Zeit hier. Wir wollen doch endlich mal zu den super Story-relevanten Fällen. Gut. Okay, hier oben ist also nichts weiter. Dann wollen wir uns mal hier mit dieser Hollywood-Schönheit, in Anführungsstrichen, Mrs. unterhalten. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Ah, das bin ich wohl, aber ich bin auch verheiratet. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't lie. Keep out of this. Gleich mal gezeigt, wer hier die Hosen anhat. Okay, also June Ballard, blaue Augen, 41, sagt sie zumindest. Schwarze Haare und weiblich. B-Movie-Schauspielerin und Fahrerin des Unfallfahrzeugs. Na dann, angeblicher Drogeneinfluss. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Naja, gut, also. Das zweifeln wir mal hier arg an. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. Naja. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Aha, also. Wir haben eine wichtige Person, Mark Bishop. Okay, verletzte What can you Beifahrerin. tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough Sie will day unbedingt for ins her. Filmgeschäft. Aha. She's desperate to break into movies. What more can I say? Aha. Ja, weiß ich nicht. Dann. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. Aha. Okay, das haben wir falsch beantwortet. Das hatte ich, glaube ich, auch beim letzten Mal falsch beantwortet. Gut, künstlicher Schrumpfkopf. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Naja, also das können wir ja glatt mal anzweifeln. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Mhm. Why don't you ask Mark Bishop, which Er prop hält sich wohl house für he was uses? ganz Besonderes. Okay, Verdächtiger. Mark Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Mhm. Ja, was habe ich denn hier genommen? Opfer unter Drogen, Unterwäsche, Brief der Mutter, künstlicher Schrumpfkopf.
Ja, sie wagt, also ich würde sagen, sie sagt auf jeden Fall die Wahrheit. It's not going to play Oder that auch way, nicht. Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Aha. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Okay, 2 von 4 Fragen richtig. Jetzt haben wir uns hier also nicht mit I'm going to be okay. Ruhm bekleckert. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Okay, so, Shake out of dann the kid. wollen wir mal das Mädchen besuchen. Jessica Hamilton. Okay. Auf in die Zentralklinik. Natürlich wird hier unser You can drive. Fahrer fahren. All right. Where Okay. to? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Zentralklinik wieder. Car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. So, in der Klinik, 8 Uhr. So, okay. Na dann schauen wir mal, was die junge Lady hier zu sagen hat. Natürlich wieder im Vollsprint hier. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Nun gut. Can't hold me here. No, Okay. I don't Feeling need better? to be So, ich weiß also, dass wir hier mal den Krankenbericht uns angucken müssen. My head still Where is feels the sweaty. telephone? Do you know who I am? Oder? Können wir das überhaupt? Ja. Okay, da haben wir also Jessica Hamilton. Einlieferungszeit 2:45 Uhr. Spuren von Chloralhydrat im Blut. Kürzlich verabreicht. Keine weiteren Sedativen ohne ausdrückliche Genehmigung verabreichen. Patientin muss Bettruhe einhalten und beobachtet werden. Okay. Beweis für Missbrauch. Okay. Also ihr wurden also irgendwelche Mittelchen verabreicht. Was haben wir denn da? Ja, das war auch der einzige Hinweis hier. You're making me... So, dann wollen wir uns Jessica? mal anhören, was die My alte name is Cole Phelps. oder I'm die a junge policeman. Lady hier zu sagen hat. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. 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 Also, Jessica Hamilton hat blaue Augen, ist 15 doch schon. Weiblich, braune Haare, Beifahrerin des Unfallfahrzeugs. Na dann, Can you was tell denn me zu what you sagen zum remember Unfall? about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Oh, das Telefon. Einen kleinen Moment. So, da ist er wieder. Also, offensichtlich, dass sie lügt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, worum es ging hier. Sie kann sich nicht mehr erinnern. Fahrerin spricht von einem Mordversuch. Wir haben Unterwäsche, Brief der Mutter. Künstlicher Schrumpfkopf. Beweis für Berichtszeit. Genitalverletzung und Verabreichung von Chloralhydrat. Ja. Ich setze mal hier die Intuition ein, weil ich glaube, die Frage hatte ich gestern richtig. Ich weiß aber nicht mehr. Wir fragen mal die Community hier. Okay, es ist also eindeutig eine Lüge. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Fahrerin spricht von... Drücken Sie rechts, um Anschuldigung fallen zu lassen. Ach ja, hier. Genau, die Unterwäsche war es, glaube ich. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened and she told me to toughen up. Oh, That nette was Freundin why hast du da auf jeden Fall. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Na, das stimmt wohl. Okay, also Kontakt zu You need Eltern. to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened.
Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Na gut, das ist wohl eindeutig nicht so. You're lying, Jessica. How are we gonna make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Nee, wir haben noch den Brief gefunden. Du Nase. Opfer unter Drogen. Brief der Mutter. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Okay, Verbindung zu Bishop. Bis jetzt haben wir alles richtig. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Okay. June is a movie star. Die lügt ja hier was zusammen, ey. Okay, Chevy Styling. Chevy, wie haben Sie Mr. Bishop getroffen? Okay, anzweifeln. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Okay. So, Beweise für kriminellen Missbrauch. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Okay, ja, wir haben ja den Beweis jetzt hier für den Missbrauch. Haben wir den eigentlich schon benutzt gerade? Ja, ich muss hier nochmal die Intuition ein... Die Wahrheit, 44%. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Okay. Why are you trying to hurt me? Ah, mal falsch. You, War wahrscheinlich eine Lüge, wa? Been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, Scheiße. just Ja, get in ich glaube, die touch, Frage hatte ich okay? gestern auch falsch. Also insofern sind wir I think it might be a good idea nicht if you so went back home schlecht till wie you bei der felt letzten better, Aufnahme. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Nach all dem Scheiß will sie immer noch Schauspielerin werden. Okay. Gut, dann verlassen wir das Ganze mal wieder. Tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Okay, wieder eine kleine Auflockerung hier der monotonen Detektivarbeit. Wobei man ja sagen muss, dass das sehr viel Spaß There she macht. goes. Come on. Gut, dann wollen wir sie mal wieder verfolgen hier. Gut. Ja, man kriegt hier halt auch immer wieder Spieletipps. Insofern hätte ich mir schon so ein bisschen mehr... Hallo. Aber wenigstens sind die anderen Fahrer sehr, sehr aufmerksam. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr spielerische Freiheit hier gewünscht. Dass man nicht hier für jeden Scheiß hier irgendeinen Tipp kriegt. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich erinnere mich nicht mehr so sehr. So, ich glaube, dass ich ein bisschen an den Soundeinstellungen, die hatte ich schon bei den letzten Folgen korrigiert. Halten wir mal ein bisschen Abstand hier. Nicht, dass die uns hier noch entdecken. Okay, rechts abgebogen. Ganz vorsichtig hier fahren. Wir bleiben hier mitten auf der Kreuzung stehen. Okay, dann mal einen dezenten Schwenker nach links. Lass mich doch mal hier durch. Ja.
Okay. Ah, der Wagen parkt da. Get in there and see what she's up to. Okay. So, geh mit Strick bei der Tür in Deckung. Okay, machen wir. Und zwar machen wir das so. Habe ich ja gestern schon mal... Tritt das Café, ohne gesehen zu werden. Okay. Und such dir einen Platz mit einer Zeitung. Machen wir. Ja, das meine ich halt nicht. Also hier kriegt man echt schon vorgekaut, was man hier machen muss. Macht die Rätsel hier ziemlich, ja, ziemlich einfach. Schade eigentlich. Hat das Spiel nicht nötig. Okay, sie ist ein bisschen aufgeregt und dann lauschen wir einfach mal, was sie da am Telefon so von sich gibt. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Okay, Apartment 803 wohnt er. Sure, I got the film. Ja, wenn die mal nicht irgendwas damit zu tun hat. So. Wo ist er denn hin? Ah, sie hat sich also zum Ausgang teleportiert. Warten wir mal, bis sie weggefahren sind. Okay. Dann werden wir jetzt nochmal Bischofs Apartment untersuchen. Zack, 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 zack. Du fährst. Can you drive to this one? Und auf geht's. Wilsons Apartment Hotel, Wohnort von Mark Bischoff und seiner Lebensgefährtin. Dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns gleich dort wieder. Guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd done the job properly. McAfee will break a fella's legs just for looking at his broad. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Roger, KGPL. 11K en route. Okay, da haben wir jetzt also einen kleinen Notruf erhalten. All units in the vicinity Welch in ein car Zufall. 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. So, Bischofs Apartment, 2 nach 10. Und wir sind hier im Vollsprint. Wir haben es natürlich eilig. Okay, mal gucken hier, was uns denn hier erwartet. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Okay. So, hatten die früher nicht eigentlich auch einen Liftboy immer in jedem Apartment? Sounds like we're about to make it a hat das trick nicht of früher so? hysterical female witnesses. Aber naja. Soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Okay, Apartment 803, dann machen wir mal Knock Knock. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me.
That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. So, okay. Wir haben eine wichtige Person aktualisiert. So, dann schauen wir uns hier mal um. Haben wir hier irgendwas? Nee. Aber wir müssen hier auf erstmal den Pferdesattel hier mal begutachten. So, Gay Cowboys für Mark Bischoff mit Dank von Silverscreen Requisiten. Okay. Jetzt haben wir hier unseren ersten Hinweis schon gefunden. Da oben ist auch noch ein Indiana Jones Hut. Wo war das denn hier? Also hier haben wir noch eine Bürste zu liegen, einen Lippenstift und einen Ring. Das interessiert uns hier eher peripher. So, was war hier? War hier irgendwas Wichtiges? Doesn't tell me anything. Nee. Aber hier unten, glaube ich. Jawohl. Okay, da haben wir also. Zahlen Sie gegen diesen Scheck den Betrag von 20.000 Euro aus. Von Mark Bischoff an einen gewissen Hopgood. Das soll es hier, glaube ich, auch schon gewesen sein in diesem Raum. Dann geht's mal weiter. Fight Game. Schönes Plakat. Was mussten wir denn hier gucken? Unten war eine Zigarettenschachtel. Bringt uns nichts. Geld. Bringt uns auch nichts. Ich glaube, das war hier. Genau. Altes Filmset in Downtown. Sieht doch ganz nett aus. War hier noch was? Was war das hier? Aha. Intoleranz, Kampf der Liebe durch alle Zeiten. Die große Mauer von Babylon. Okay. Wall of Babylon. A replica of a replica. Eine Nachbildung der Nachbildung, okay. Ja. Was mussten wir denn hier noch erkunden? War hier unten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren auch nicht allzu... In der Küche war, glaube ich, nichts, wenn ich mich recht erinnere. Hier lag irgendwie noch ein Foto. Looks like a mermaid in the background. Silverscreen. Silver screen. Das ist also ein Foto des dritten Männer auf dem Bild. Das sind... My husband, Mark. Achso, Marlon Hopgood und Mark. They work together on occasion. Aha. That's Hopgoods Laden. shop. Ah, das war's schon. Okay. Ich glaube, wir konnten jetzt auch gleich telefonieren. Nee, konnten wir nicht. Gut, dann werden wir uns erstmal mit der netten Mrs. Bishop unterhalten. Hausfriedensbruch. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Ja, das können wir ja mal dezent anzweifeln. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. Ah, sie ist also auch eine Schauspielerin. Okay, Aufenthaltsort von Bishop. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Ah, ich glaube, da sagt sie auch die Wahrheit. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Okay, Adresse des Requisitenladens herausfinden. Hopgood. So, Scheck über 20.000 Euro. Dollar. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Die hatte ich, glaube ich, gestern falsch hier.
Ist das jetzt eine Lüge oder ist das... wir setzen mal die Intuition ein. Wir fragen mal die Community. Okay, wir gehen auf Lying, die Mrs. Bishop. Lüge. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, Detective? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Ich kann es nicht beweisen. Ach, nee. Check über so lassen. Ja, da beweist aber nicht wofür, oder? Nee. You don't ask, you never find out. Aha, wir können das also auch. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. Aha. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Okay, das wusste ich also noch nicht. Man kann also erstmal sich einer Lüge bezichtigen und dann die wieder fallen lassen. Dann kann man nochmal antworten. Das ist ja cool. Okay, Missbrauch von Jessica Hamilton. Übrigens, Gloria Bischoff hat grüne Augen, braune Haare, ist 26, die sieht aus schon wie 45. Weiblich, Frau von Mark Bischoff und Überfallopfer. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Naja, also... Ja, okay. Das zweifeln wir auch mal an. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, Detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. Oh. And you think that's okay? Die ist bestimmt hellauf begeistert davon. I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is, Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, Detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Das glaube ich auch. Okay, dann wollen wir jetzt noch schnell telefonieren. Damit wir die Adresse rausfinden, wa? Operator, give me dispatch. Und danach werden wir auch gleich die Folge beenden. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thank you. So, okay, dann wollen wir das gleich mal als nächstes Ziel festlegen. Den Silver Screen Requisitenladen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns da mal dahin und wir sehen uns dann mal vor Ort in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und sage bye bye.